Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir, Radspot, Civ 7 und den Bulgaren. Preslav haben wir hier mit einem Tarkan drin. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Tage, schönes Wochenende. Wir haben den Feudalismus, auch nicht schlecht. Gibt uns ein Gasthaus, gibt uns vor allen Dingen ein Siedlungslimit. Ibn Battuta will mit uns Nahrungsmittel handeln. Wollen wir Nahrungsmittel in Gemeinden? Wir lassen das mal. Denn ich muss gerade mal schauen, wir hatten doch den Plan, noch einen Stadtstaat uns zum Freund zu machen. Aber ich sehe gar keinen Stadtstaat, den wir uns zum Freund machen könnten, selbst wenn wir wollten. Wäre ich in einer neuen Welt? Vielleicht war es auch ein anderer Save. Hier ist ja gerade ein bisschen schwierig. Na gut, auf jeden Fall wird hier gerade fröhlich die ganzen Kolonien kolonisiert. Die hätten wir hier noch offen. Da tingeln wir auch mal hin. Der ist jetzt hier ein bisschen arbeitslos. Und daher schwimmen wir hier rüber. Wir müssen... Genau, alle Marineeinheiten können Tiefseefelder überqueren, ohne Schaden zu nehmen. Das müssen wir haben. Hier müssen wir das Verlies... Oh ja, hier ist ja ein schönes Verlies. Ist das so gut? Hier könnten wir den Händler hinpacken. Ja, dann machen wir da das Verlies. Wir haben hier die Festung gebaut. Dann lass uns doch auch mal einen Kai hier hinbauen, denn dann sind wir noch ein Feld näher am Wasser. Hier können wir einfach die Bibliothek überbauen. Ja, die kommen ja dann eigentlich hier hin. Da haben wir aber schon alles. Dann hier hin. Hier gibt das Ganze nämlich 6 Fröhlichkeit. Und Fröhlichkeit scheint etwas zu sein, das der Stadt ein bisschen fehlt. Ich möchte ja noch nicht, dass die Leute in meinem Land unglücklich sind. Außerhalb des Krieges. Im Krieg ist das natürlich schon, kann das schon mal vorkommen, dass man ein bisschen unzufriedener ist. So, es wurde eine neue Religion gegründet. Das ist uns aber eigentlich schon auch recht egal. Wir können hier relativ gute Spezialisten platzieren. 1,5 Produktion, 3,5 Wissenschaft in Rom. Das ist ja schon mal was. Hier hätten wir auch gerne ein paar gute Spezialisten. Hier haben wir aber nur normale Spezialisten. Hier ist ein Wissenschaft mehr, das ist jetzt nicht die Welt. Ein Zufriedenheit mehr ist jetzt auch nicht die Welt. Aber hier 3 Produktion, 2 Zufriedenheit und eine Wissenschaft. Das ist schon ein ganz anderer Schnack. Und du willst mal... Du bist auch ein Facettenpalast. Du bist gar keine Stadt. Ja, dann gehen wir da hin. Wir wollen hier auf jeden Fall die Färbemittel haben. Okay, du musst da mal das rettende Ufer erreichen, sage ich mal. Du könntest dasselbige tun und du könntest rettendes Ufer suchen. Ja, das wird für die Koggen, also wäre gut, wenn der Schiffsbau schnell kommt. Dann sehe ich nicht schwarz für unsere Flotte hier. Ansonsten wird es eventuell was eng. So, hier, uiuiui, 5 Wissenschaft. Oder 1,5 Produktion. Ja, 5 Wissenschaft ist erstmal 5 Wissenschaft. Da spricht nichts gegen, ne? Hier 8 Nahrung ist auch erstmal gut. Ah, du hast den Tempel fertig und kannst einen Bazar bauen. Und das Gasthaus hat dieselben auch dieselben Dinge wie der Bazar. Aber ich glaube, hier mal den 4-2er und können da einen besseren Bazar platzieren. Glaube ich.
Ja, das ist ja alles schön und gut, aber hilft uns auch nicht wirklich weiter. Wir brauchen einfach mehr Ressourcen. Das sehe ich ein. Hier so ein bisschen. Ich meine, wenn der hier mit seinen Schiffchen schon rumäumelt, dann wird er hier sicherlich auch die Inseln schon kolonisiert haben. Was da ein Küstengelände fällt, da kannst du dich regenerieren. Nevermind. Was da ein Küstengelände fällt, da kannst du dich vielleicht regenerieren. Ich fürchte, für dieses Schiff wird es zu spät. Ja, wir brauchen die Happiness. Oh, hier brauchen wir auf jeden Fall auch die Happiness. Sind alle ein bisschen unglücklich. Was habe ich denn verbrochen? 6-2 ist auch ein gutes Feld. Ihr seid ja noch nicht mal mehr ja, wie nennt man das? Über dem Städtelimit sind wir ja nicht mal mehr. Überbevölkert, in Anführungsstrichen. Aber Städtelimit, da klingelt es bei mir schon wieder. Wir bauen hier mal einen Siedler. Denn wir müssen natürlich auch hier irgendwo siedeln. Und das im Idealfall vor der Gegner rumnervt. Ach, wir haben den Schlangenwall gebaut. Das habe ich jetzt aus Versehen abgebrochen. Das tut mir leid. Wir wollen mehr Geld. Wir wollen Kampfstärke auf feindlichem Gebiet, weil warum nicht? So, du hast einen Schlangenwall gebaut. Das ist ja schon mal was. Kannst du auch noch ein Gasthaus irgendwo klöppeln. Hier zum Beispiel. So, Kogge, du bist hier im Sicheren. Das Problem ist, so Perlen, Elfenbein, die bringen halt alle keinen, also sind alle keine Luxusressourcen für Schatzflotten, was ich ein bisschen doof finde. Hier hin, 1, 2, 3, da wahrscheinlich besser hin. Ja, Kogge, du hast hinter dir. Du eventuell auch. Das weiß ich nicht. Hier ist jetzt ein Siedler, der müsste mal. Tja, was müsste der mal? Müsste halt mal. Ah, die auch im Ozean geschützt Der worden. Reichtum des Einsiedlers liegt nicht in Silber oder Gold, sondern in vollkommener Armut, Willensverweigerung und grenzenloser Demut. Wir bauen das Rieler-Kloster mit einem wunderschönen Zitat von Johannes von Rieler. Nehmen wir an, derjenige, nach dem dieses Kloster benannt wurde. Und damit haben wir auch 250 Zufriedenheit für die nächste Feier. Ich fürchte, wir haben hier unser Schiffchen verloren. Ja, das war ja anzunehmen. Du kannst dafür da noch ein bisschen regenerieren. Und du musst noch mal ein Ründchen warten, bevor du weiterfahren darfst. Wir haben jetzt gerade kein Wunder, dass du bauen kannst. Du bist auch relativ glücklich. Du könntest noch eine verborgene Festung bauen. Was hältst du denn davon? Verborgene Festungen sind genau dein Ding. Mal kurz hier weiter erkunden. Ob es nicht noch irgendwo Rohstoffe gibt, die wir vielleicht haben wollen, aber es sieht mir nicht danach aus. Ein Überschuss an Geld. Okay, das Grabmal von Askia, das wollen wir schon relativ dringend haben. Ich fürchte allerdings, da sind wir nicht die Einzigen, die das relativ dringend haben wollen. Das ist ja schon auch immer eher ein sehr begehrtes Wunder. Love, wie sieht das aus? Möglicherweise ist es auch schon gebaut. Ne, ist kein geeigneter Standort verfügbar, ne? Guck an. Na gut, hier sowieso nicht, das ist klar. Hier auch nicht. Auch nicht. Ach so, ja, dann musst du das halt bauen. Das nützt ja nichts. Wir müssen es wenigstens versuchen. Jetzt ist die Frage. Wo kann man denn... Na, hier wird dann langsam ein ziemlich starkes Feld, ne? Das ist eine Wüste. Du hast Petra.
Alles Wüsten. Wüsten sind natürlich auch relativ gute Felder für uns. Dann muss der Facettenpalast leider dran glauben. Dafür kannst du ja zum Beispiel nicht mehr Produktion bekommen, aber hier kannst du mehr Produktion bekommen. Produktion ist, was wir wollen. 4 Runden sind zwar nur 4 Runden, aber es sind auch 4 Runden, sage ich mal. Das hat jetzt den Rundentimer nicht runtergeschraubt, aber wir brauchen, also es ist jetzt nicht so, dass unser Leben davon abhängt, aber es wäre schon schön, dieses Wunder zu haben. Was es bringt, erläutere ich dann nochmal, wenn wir es kriegen. Was heißt wenn? Sobald wir es kriegen, wir sollten das positiv formulieren. So, ihr baut jetzt alle mal ein paar Schiffswerften. Das kann auch nicht schaden. Ja, wir können unsere Koggen jetzt upgraden. Und unsere Koggen können hier jetzt lustig in der Gegend rumfahren. Wir haben einen neuen Kontinent entdeckt. Auch das ist gut. Wir haben hier einen alten Kontinent entdeckt. Den wir aber auch haben wollen. Du kannst wahrscheinlich auch das gleich behalten für die das Wachstum. Die Fischereimole können wir nicht hinbauen, wo wir lustig sind. Du musst ja nicht besonders nah an unseren Heimatkontinent, denn du wirst ja keine Schatzflotten generieren. Du hast ja nichts für Schatzflotten. Und du kannst jetzt da mal rüberfahren und spielst jetzt mal hier Scout. Apropos, du spielst hier Scout. Die hassen uns alle. Hasst uns hier irgendwer weniger und ist gut. Tecumseh ist ganz passabel. Vielleicht können wir dich mit Militärhilfe glücklich machen. Damaskus ist freundlich zu uns. Ich weiß gar nicht, wer oder was Damaskus ist. Wir hier mal draufklicken sollen. Hier ist auf jeden Fall nicht so spannend. Wachs war noch hier unten, ist schon okay. Damaskus mag uns. Du bist Damaskus, naja. Okay, du bist jetzt ein Freund von uns, das ist schön. Pferde sind essentiell für uns. Wir wollen hier Entschuldigung für den WhatsApp-Sound. Wir wollen hier keine Gemeinde-Dingens. Warum nicht? Wir wollen hier eigentlich eine Stadt draus machen, ne? Letztes Mal auch eine. Kostet allerdings auch 2000. Oh, schon nicht so günstig. Ja, wir warten hier nochmal ein bisschen. Land entdeckt. Wir haben hier vielleicht sogar ein ganz gutes Land entdeckt. Was mir gerade noch einfällt, wir brauchen ein höheres Siedlungslimit. Ganz, ganz dringend. Ich weiß auch nicht. Bau dich darauf. In der Stadt hier, du bist sehr glücklich. Wenn wir hier noch ein bisschen Produktion durch einen Spezialisten generieren. Ja, eine Schiffswerft wäre auch gut. Und dann auch gleich dahin. Wieder mit 2 Nahrung, 2 Gold. Das ist halt auch nicht schlecht, ne? Nahrung, 2 Gold. Geringe Zufriedenheit. Ja gut, du hast ja immer was zu meckern, ne? Gibt's gleich ein Gasthaus. Mich macht ein Gasthaus zumindest immer glücklich. Ah ja, hier ist dann die gute... wer bist du nochmal? Trungtrak? Trick und Trungtrak? Alachua. Wir werden jetzt mal Freunde. Und jetzt willst du nicht. Mich deucht,
Das wird noch eine längere Reise werden hier. Okay. Da ist der Fluss ausgebrochen. Du bist auch eher unglücklich. Das hatten wir auch schon, dass du eher unglücklich bist. Ach, wir werden das Feld nehmen sollen. Hm. Hier, damit können wir Leute zufrieden machen. Wer ist denn zum Beispiel zufrieden? Rom wird mal zufrieden. Ja, Tarsus ist auch unzufrieden, stimmt. Nehmen wir das Ding da. Hier noch ein Bazar. Die Frage ist natürlich, ja gut, jetzt werdet ihr alle unzufrieden, ne? Wir kriegen einen Punkt für expansionistisch sein. Machen wir das, dann kriegst du hier eine astreine Fischereimole und kannst dir die Dinger da organisieren. Und dann geht das nach Parsa. Damit zwar immer noch nicht super glücklich, aber glücklich her. Wir nehmen, glaube ich, mal die Wachstumsrate. Kommen hier Schiffchen an, die mich sprengen wollen. Das ist ja auch nicht so nett. Oh, das Gefühl fällt mir gerade so auf. Hier geht der Kontinent auch noch ganz schön weit. Wo immer du auch sein magst, der Tod wird dich einholen. Selbst wenn du in Türmen von hoher Bauart sein solltest. Na guck, wir haben das Grabmal von Askia tatsächlich bekommen. Und das bringt uns... Das schießt schon ganz lustig. Richtig hübsch ist es auch nicht, ne? Das bringt uns allerdings 2 Ressourcenkapazitäten in unserer Siedlung und plus 2 Gold und 1 Produktion in dieser Siedlung für jede zugewiesene Ressource. Das heißt, wir wollen Parsa ordentlich Liquid oder plus 2 Zufriedenheit für das Kloster und für alle Tempel. Da nehme ich mal die Zufriedenheit. Wir wollen unsere Hauptstadt, also Parsa, jetzt ordentlich füllen mit Ressourcen, die wir so kriegen. Damit zum Beispiel. Für jede Ressource kriegst du Produktion und Geld. Und Geld regiert die Welt. Das ist hier nicht anders als in der echten Welt. Was ist denn hier los? Ibn Battuta fährt hier lustig durch die Gegend. Ich frage mich, wann hier wohl mal die Kriege starten. Ich habe jetzt... Okay, sie hasst uns auf jeden Fall schon. Das ist ja ein guter Start. Eventuell müssen wir demnächst dann auch in Einheiten investieren. Hier ist auch eine schöne Stadt eigentlich. Da wirklich eine Stadt hingesetzt? Also, verrückt. Aber was noch kaputt machen? Auch nicht schlimm. Ah, das dachte ich mir schon, dass du da nicht weiterkommst. Okay, du kommst hier überhaupt nicht weiter. Dann musst du vielleicht doch hier unten lang. Ach, die hasst uns jetzt auch, weil sie neben uns gesiedelt hat, nehme ich an. Können wir ja eigentlich gar nichts für, aber manchmal sind die Leute eben so. Listenlimit, brauche ich eine Stadt mehr oder Metallguss. Kriegen wir noch bessere Einheiten. Und wir haben den Waffenmeister, der uns in diesem Fall 10 Produktionen gibt. In diesem Fall hier auch. 10 Produktion ist schon eine Hausnummer. Das nimmt man gerne mal mit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, das ist gut. Da kommen wir nicht ran. Macht doch nichts. Oh. Ihr Land.
Gehen wir nach Bark. Ich sehe auch hier Land. Wer hätte es gedacht, dass ich nochmal Land sehen darf hier und nicht nur Stadtgrenzen oder Imperiumsgrenzen oder wie man das auch immer dann nennen möchte. Naja, Ressourcen hier, Ressourcen da. Na guck, hier ist auch ein Stadtstaat. Können wir uns auch anfreunden. Und ich mit den ganzen Stadtstaaten anfreunden. Ich bin mir nicht sicher, dass das am Ende wirklich viel bringen wird. Aber was bringt es uns, die alle anzugreifen? So, wir müssen noch weitere Händler bauen. Das nützt alles nichts. Du kannst hier noch einen weiteren Waffen... Oder was heißt weiteren? Du kannst hier noch einen Waffenmeister bauen. Da kann auch gleich ein Observatorium rein. Brauchst du auch einen Waffenmeister? Esther? Wo hast du denn hier 7? Ah, aber da ist schon der gute Waffenmeister drin. Da kommt bestimmt noch der nächste gute. Die nächste gute Wissenschaftsdingeling hin. Wir kriegen hier immer irgendwelche Ressourcen, die irgendwo hingehen. Hier oben kommen wir nicht so richtig weiter. Okay, hier ist aber echt noch viel Land. Marineeinheiten. Und das ist auch alles keine Ressource zum Pechhandeln. Ich weiß nicht, warum Jade zum Beispiel keine Luxury Resource ist. So heißen die Dinger, glaube ich, ne? Die Schatzflotten spawnen. Und wir haben jetzt Tee zum Beispiel. Das ist auch nicht schlecht. Kakao haben wir hier. Was kann für uns hier keine Schatzflotten generieren? Muss ja in der neuen Welt sein. Bau mehr Händler. Du kannst hier einen Waffenmeister hin platzieren. Du kannst mal ein Jagdlager neu aufbauen. Du könntest hier auch Festungen bauen, aber wozu? Produktionen und Gemeinden geben ja auch nur ein bisschen Geld. Ich glaube, du erklärst mir demnächst mal einen Krieg, aber wir können ja trotzdem mal freundlich fragen, ob wir nicht handeln wollen, statt Krieg führen. Weil das die falsche Vorgehensweise ist. Wir basieren darauf, Krieg zu führen und zu plündern. Sollten wir auch irgendwie tun. Was haben wir hier? Ach, Damaskus liebt uns. Super. Wir haben einen Glaubenssatz. Missionare erhalten bis eine Einladung. Reliquienplatz im Tempel. Das ist vielleicht gut. Wir wollen viele Reliquien haben. Wir wollen viele. Wir haben schon 3. Wir wollen, wenn mich nicht alles täuscht, 5. Hierfür nämlich. Da gibt es auch nochmal eine Reliquie für. Und das Kloster, das haben wir aber schon. Hier gibt es nochmal ein Siedlungslimit. Haben wir hier auch noch irgendwo ein Siedlungslimit? Ja, Kolonialisierung. Oder Kolonialismus. LS. Was? Das El Escorial wäre auch noch ein schönes Wunder für uns, aber ich denke, als wir da angekommen sind, ist das wahrscheinlich weg. Vermute ich mal, ich weiß es natürlich auch nicht genau. 5.2. Ja, aber 5.2 ist okay. Das kann man machen. Schicken wir den nach Rouen. Ja, du sollst hier handeln, das hast du gut erkannt. Nahrung und Kamele. Könnten auch
Mal irgendwas, was Gold bringt? Nee, ne? Produktion. So, Rubine gibt es ja nicht mehr. Die sind jetzt ja eine Reisressource geworden. Erstmal hier unten weiter. Du versuchst mal hier oben weiter dein Glück. Du fährst hier unten weiter. Wir müssen das hier alles mal kartieren. Ja, die Siedlung hier ist halt auch nicht der Oberrenner, sage ich mal. Aber gut. Lieber Siedlung haben als Siedlung brauchen. Ach, das ist noch keine Fischereimole. Auch gut. Alles hier in dem Palast, alles nach Achsa. Nö, brauchen wir alles nicht. Du hast die Kogge, die nach oben fährt. Hier sind Landsknechte. Oh, hier ist ein Rubin. Das ist eine Schatzressource. Gucke. Was gibt sie? Wenn ich irgendwie immer hochlaufe mit dem Händler, um andere Städte zu finden. So eine andere Stadt geben als eine, die einen Fisch bringt. Ja, müsste. Du baust dir mal noch einen Tarkan. Du kannst da ein Observatorium reinsetzen. Was ist? Du bist auch fertig. Dann bau du mal ein paar Bojare. Du bist auch fertig. Du kannst ein paar Karaken bauen. Du kannst auch einen Kai irgendwo hinsetzen. Hier zum Beispiel. Das ist ganz schön da. Du bist auch fertig. Guck an. Du brauchst auf jeden Fall einen Tarkan. Ein Schiff gefunden. Und gerne offene Märkte machen, wenn es okay ist für dich. Qingmei. Ja gut, meinetwegen. Wie funktioniert nochmal unser Glaube? Erste Bekehrung einer Siedlung einer anderen Zivilisation in fernen Ländern. Ah ja. Und plus 4 Kultur für alles, was in meiner Religion folgt. Und meine Religion ist das... Weiß man nicht. Wir nochmal irgendwann rausfinden. Ich glaube, das Christentum, ne? Katholizismus. Ja, es gibt ziemlich genau 0 Anhänger meiner Religion. Macht ja nichts. Der Blaseball. Vermächtnispunkte in Non-Sufficient Orbis. Ist hier, okay, wir müssen also Siedlungen in fernen Ländern besitzen oder erobern oder bekehren. Und wenn wir mehrere davon machen, gibt es Bonuspunkte. Du hast minus 17 Fröhlichkeit. Was ist denn los? Fröhlichkeit ist nicht so deins, hey? So, wir haben hier noch so was Lustiges. Ah, es ist Sparda, Mensch. Das ist auch nicht gut, dass du so unglücklich bist. Okay, wir können zum Schießpulver übergehen. Damit hätten wir... Oh, wir können auch hier noch Sachen machen. Mit Schießpulver hätten wir die maximal stärksten Einheiten, die wir so haben können. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Hier ist noch viel Platz zum Rumramenten. Nö, da ist eine Armbrust, da wollen wir nicht hin. Na guck mal, da ist noch was Schönes.
fahr da mal irgendwie rum. Müssen wir sehen, was da auf der anderen Seite ist. Aber hier können wir auch noch eine Stadt platzieren. Da unten vielleicht auch. Können wir hier schon Siedler bauen? Ne, soweit sind wir hier noch nicht. Tempel können wir aber schon mal irgendwo platzieren. Jetzt soweit. Jetzt können wir auch einen Siedler bauen, das ist gut. Ach, du bist auch noch ein Siedler. Hm. Ja, ich habe ein bisschen die Sorge, dass du da nicht lebend ankommst. Warum mal nicht da? Warum nicht hier? Wieso? So, wir erforschen Kolonialismus, richtig. Könnten Amerikaner werden. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage Juhu. Mhm. Jetzt haben wir das Problem der Fröhlichkeit. Die geht uns nämlich langsam aus. Asa hat da vielleicht weniger Probleme als andere Städte. Du hast zum Beispiel gar keine. Ja, die Schiffs, was können wir hier nehmen? Du hingegen hast ziemlich große Probleme damit. Bauen wir Missionare vielleicht. Könntest jetzt auch mal ein paar Mauern brauchen. Nicht so eine. Ja, Handel da. Okay. Bist du egal. Hier rein. Kulturwissenschaft. Mal gut. Ein bisschen fröhlicher kleiner Siedler. Ich möchte eigentlich, dass du da hier oben siedelst. Hätte ich nicht irgendwann mal meine Freunde? Oh, dauert einen Moment. Wir können das Unterfangen natürlich noch ein bisschen unterstützen. Dann dauert das ein paar Momente weniger. Wir nehmen mal die Kultur. Wir brauchen dringend Kolonialismus und den ganzen Kokolores. Ich weiß nicht, ob wir hier wirklich einen Siedler hinbauen sollten. Ich glaube, die Stadt wird dann nicht so lange leben. Ja. Blockiert. Wir hier, okay, wir kriegen hier nochmal ein bisschen Kultur. Kultur pur. Das sollten wir uns auch mal schnappen. Ja, du könntest natürlich auch Karaken bauen. Du könntest auch mittelalterliche Mauern bauen. Naja, bau mal ein paar Schiffe. Die werden wir da brauchen. Seien wir da ruhig ehrlich. Oh, handel da ruhig. Hier, Zufriedenheit. Alles klar, kriegt hier Nahrung. Jade. Ja, wenn noch was Gutes. Und für Missionare. Wir werden sicherlich noch missionieren müssen. Du kannst Bojare bauen. Das auch gleich in deinen Anführer tun. Du baust Missionare, das ist gut. Kannst du gleich mit Missionieren bei dir anfangen. Du baust bitte ein paar Mauern. Blech. Nee. Wenn die sich da jetzt hinbaut, wo ich hin will. Hier oben, ne? Das ist ganz ordentlich. Mein lieber Siedler, komm mal hier hoch. Wir hoffen, dass der Siedler hier versenkt wird.
Wurde mir gerade der Krieg erklärt? Nö. Ja, noch hoffen dürfen. Gehen wir nach da. Hier reparieren wir alles. Können hier die Gemeinde vergrößern. Das nochmal. Zufriedenheit und Produktion, das ist doch schön. Wir nehmen die Gewürznelken. Liebes Damaskus. Und dann würden wir gerne hier Gewürznelken haben. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Du hast den Typen fertig, dann bau doch noch mal ein paar Jahre bitte. Oh, Wissenschaft, Kultur nehmen wir mit. Ja. Boah, hier ist Gold. Den Siedler wäre es da gar nicht schlecht. Wir hätten da Gold. Gut, mitten in der Wüste, das ist vielleicht auch niemanden so richtig gut. Naja, Freunde, ich sag mal, bis denn. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Like, Abo nicht vergessen. Und bis denn. Ciao.